Lohnt sich das Trade Republic Depot? Wie gut ist der Online-Broker, der vor allem mit niedrigen Kosten wirbt? In diesem Video zeigen wir dir die Vorteile und die Nachteile. Außerdem erfährst du, wie ein Broker wie Trade Republic Sparpläne für 0 Euro und den Handel mit Wertpapieren für 1 Euro anbieten kann. Am Ende des Videos sagen wir dir auch, welche Depotanbieter als Ergänzung oder als Alternative zu Trade Republic sinnvoll sind. Bleib also bis zum Ende dran. Hallo und herzlich willkommen auf dem Geldrad-Kanal. Wenn dir das Video gefällt oder auch bei deiner Entscheidung für ein Depot hilft, würden wir uns sehr über einen Like von dir freuen. Trade Republic ist einer der beliebten Neo-Broker, die den Handel mit Wertpapieren zu extrem günstigen Gebühren ermöglichen. Es gibt aber neben den vielen Vorteilen auch Nachteile. Legen wir los. Die Vorteile und Nachteile von Trade Republic. Kommen wir zunächst zu den 13 Vorteilen, die du bei der Eröffnung eines Trade Republic Depots erhältst. Erstens. Du zahlst keine Depotgebühren. Dein Depot bei Trade Republic ist dauerhaft kostenlos. Du bezahlst weder für das Depot noch für das Verrechnungskonto monatliche Gebühren. Die kostenlose Depotführung ist auch nicht an irgendwelche Bedingungen, wie zum Beispiel eine monatliche Mindestanzahl von Trades geknüpft. Zweitens. Es gibt keine Negativzinsen. Auch ein Verwarntgeld, oft auch als Negativzinsen bezeichnet, fällt hier nicht an. Drittens. Der Depotübertrag ist kostenlos. Wenn du dein Depot zu Trade Republic übertragen möchtest, fallen seitens des Anbieters keine Gebühren an. Und auch bei einem Depotumzug von Trade Republic zu einem anderen Broker werden dir keine Gebühren berechnet. Viertens. Es gibt 1500 kostenlose ETF-Sparpläne. Insgesamt stehen dir 1500 ETFs der Anbieter Amundi, DWS, iShares, Luxor und WisdomTree zum kostenlosen Besparen zur Auswahl. Bei diesen Sparplänen fallen keine Ordergebühren an. Mit dieser Auswahl findest du im Bereich der ETFs eine große Auswahl aller wichtigen Indizes. Fünftens. Es gibt 2500 Aktiensparpläne. Neben den zahlreichen kostenlosen ETFs stehen dir außerdem rund 2500 Aktiensparpläne zum kostenlosen Besparen zur Verfügung. Auch hier fallen keine Ordergebühren an. Das Besondere: Aktien, die teurer sind als deine geplante monatliche Sparrate, kannst du trotzdem besparen. In diesem Fall wird nur ein Bruchteil der jeweiligen Aktie regelmäßig in dein Depot gelegt. Sechstens. Sparpläne schon ab 10 Euro. Die Mindestsparrate von 10 Euro je Sparplan ist im Vergleich mit anderen Brokern sehr niedrig. So kannst du auch bei geringem monatlichem Budget in mehrere ETFs oder Aktien investieren. Bei anderen Brokern sind Mindestsparraten von 25 oder 50 Euro üblich. Siebtens. Es sind 9000 Aktien und ETFs handelbar. Damit kannst du mehr als 90% der bei deutschen Anlegern beliebten deutschen und internationalen Aktien handeln. Achtens. Du kannst Kryptowährungen handeln. Mit Trade Republic kannst du Bitcoin, Ether von Ethereum, Litecoin und Bitcoin Cash handeln. Der Handel ist 24 Stunden am Tag und 7 Tage in der Woche möglich. Die Verwahrung erfolgt über den US-Anbieter BitGo, der auch eine Niederlassung in Deutschland betreibt. Neuntens. Es gibt 40.000 Derivate. Bei Trade Republic kannst du neben Aktien und ETFs auch Derivate wie Optionsscheine, Knockout-Produkte und Zertifikate handeln. Zehntens. Die Börsenkurse sind überwacht. Der Handel findet über das elektronische Handelssystem LS Exchange an der Börse Hamburg statt. Die Spreads sind an den Referenzmarkt Xetra gebunden, sofern die gewählten Wertpapiere dort auch gehandelt werden. 11. Steuern werden automatisch abgeführt. Trade Republic ist eine Wertpapierhandelsbank aus Deutschland. Die Jahressteuerbescheinigung wird automatisch erstellt und die Steuer an das Finanzamt abgeführt. Anders als bei ausländischen Brokern, wie zum Beispiel bei Trading 212, brauchst du dich also nicht selbst um die Abführung der Abgeltungssteuer kümmern. 12. Die App ist intuitiv und nutzerfreundlich. Selbst für Anfänger ist die App sehr einfach zu bedienen. Mit nur wenigen Tabs richtest du beispielsweise deinen gewünschten Aktien- oder ETF-Sparplan ein. Einfach Sparplan auswählen, Sparbetrag, Startdatum und Intervall festlegen, speichern und fertig. 13. Hohe Sicherheit. Das Berliner Fintech besitzt seit Anfang 2019 eine eigene Banklizenz und wird von der Bundesbank und der BaFin überwacht. Du erhältst also die gewohnte Sicherheit einer deutschen Bank. Deine Einlagen auf dem Verrechnungskonto werden auf einem Treuhand-Sammelkonto bei der Solaris Bank AG aus Berlin verwahrt. Sie sind durch die gesetzliche Einlagesicherung bis zu 100.000 Euro geschützt. Die Wertpapiere in deinem Depot werden bei der HSBC gelagert.
Sie sind Sondervermögen, das heißt, sie gehören dir und gehen im Falle eines Konkurses des Anbieters nicht in die Insolvenzmasse ein. Neben all diesen Vorteilen gibt es natürlich auch Nachteile, die wir dir nicht vorenthalten möchten. Erstens, dein Depot kannst du nur per App nutzen. Trade Republic setzt auf schlanke Prozesse, um die Kostenvorteile an dich weiterzugeben. Wenn du den Handel am Computer oder Laptop vorziehst, dann ist Trade Republic nicht der richtige Anbieter für dich. Zweitens, der Handel ist nur auf wenigen Börsenplätzen möglich. Wie bereits bei den Vorteilen erwähnt, findet der Handel im elektronischen Handelssystem LS Exchange an der Börse Hamburg statt. Außerbörslich kannst du über die HSBC handeln. Derzeit gibt es keine weiteren deutschen und ausländischen Börsenplätze, die von Trade Republic unterstützt werden. Auch ein Handel an der Terminbörse Eurex wird nicht ermöglicht. Forex sowie CFD-Handel ist ebenfalls nicht möglich. Drittens. Empfangen und Versenden von Kryptos ist nicht möglich. Die Kryptowährungsfunktion ist nur auf den Kauf und Verkauf beschränkt. Es ist nicht möglich, Währungen zu senden oder zu empfangen. Damit eignet sich das Angebot nur für Investments in Kryptos. Welche Kosten können bei Trade Republic entstehen? Fassen wir zunächst die kostenfreien Funktionen zusammen. Sowohl die Depot- als auch die Kontoführung ist kostenlos. Auch die Verwahrung von Kryptowährungen ist gebührenfrei. Es fällt kein Verwarntgeld, oft auch Negativzins genannt, an. Für Sparpläne fallen keine Ordergebühren an. Orderlimits sind kostenlos. Teilausführungen sind kostenlos, wenn sie taggleich erfolgen. Orderstreichungen sind gebührenfrei. Dividendenausschüttungen sind gratis. Überweisungen auf dein Referenzkonto sind kostenfrei. Und Jahressteuerbescheinigungen sind kostenlos. Und jetzt kommen wir zu den kostenpflichtigen Funktionen. Beim Handel mit Aktien, ETFs und Kryptowährungen fällt 1 Euro Gebühr an. Die Teilnahme an Hauptversammlungen kostet 25 Euro. Die Eintragung bei Namensaktien kostet 2 Euro je Position und Orderaufträge und Überweisungsaufträge per Post kosten 25 Euro. Du solltest also dein Depot auf jeden Fall per App verwalten. Wie finanziert sich Trade Republic? Viele Anleger sind Ordergebühren von 5, 10 oder mehr Euro gewöhnt. Da stellt sich die Frage, wie Trade Republic die Ausführung von Sparplänen für 0 und von normalen Ordern für 1 Euro anbieten kann. Grundsätzlich haben Broker 2 Einnahmequellen: die Provisionen vom Kunden und die Rückvergütung vom Handelsplatz. Dank leistungsfähiger IT und schlanker Prozesse sowie durch die Kooperation mit nur wenigen Partnern arbeitet Trade Republic deutlich günstiger als andere Banken und Broker. Du findest auf der Website auch keine redaktionellen Inhalte zum Börsengeschehen oder Unternehmensnachrichten. Alles ist auf das Wesentliche beschränkt, um Kosten zu sparen. Dieser Kostenvorteil wird genutzt, um sich allein aus der Rückvergütung des Handelsplatzes zu finanzieren. Lohnt sich das Trade Republic Depot? Trade Republic ist ein Broker für dich, wenn du auf niedrige Kosten und einen bequemen Handel Wert legst. Du erhältst hier eine gute Auswahl an Aktien und ETFs. Besonders interessant ist die große Auswahl an kostenlosen Sparplänen in den beiden Bereichen. Wenn du gerne außergewöhnlichere Werte handelst, wirst du bei Trade Republic unter Umständen nicht fündig. Dann lohnt sich ein Depot bei einem Broker, der Zugriff auf inländische und vor allem ausländische Börsenplätze bietet. Hier ist Smart Broker eine sehr gute und günstige Alternative. Denn dort kannst du neben der LS Exchange auch an allen deutschen und diversen internationalen Börsen handeln. Auch Smart Broker bietet kostenlose Sparpläne. Außerdem hast du hier die Möglichkeit, Aktien und ETFs über LS Exchange für 1 Euro zu handeln. Über Getex, den elektronischen Handelsplatz der Börse München, ist der Handel sogar für 0 Euro möglich, wenn deine Ordergröße mindestens 500 Euro beträgt. Einen Link zum Smart Broker findest du ebenfalls unten in der Beschreibung. Interessant bei Trade Republic ist auch die Möglichkeit, ganz einfach einige der größten Kryptowährungen zu handeln. Es wäre noch attraktiver, wenn sie sich auch mit einem eigenen Wallet verwalten lassen würden. Wir hoffen, dir hat das Video zu Trade Republic gefallen. Wenn ja, würden wir uns über einen Like sehr freuen. Wenn wir weitere Depotanbieter vorstellen oder auch miteinander vergleichen sollen, schreib uns deine Wünsche einfach in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.